Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich hatte neulich so viel Spaß dabei, als ich auf einer kleinen Leinwand mit einer ganz einfachen Plexiglasscheibe etwas gerakelt habe, was ich hinterher Karibik genannt habe. Und deshalb wollte ich das unbedingt noch einmal ausprobieren, allerdings mit ganz anderen Farben. Ich starte allerdings mit einer schwarzen Hintergrundfarbe, weil ich mir für die erste Farbschicht den hellen Goldton von Amsterdam Acrylics ausgesucht habe und den kombiniere ich mit einem sanften Fuchsia-Ton und in diesem Fall verwende ich das Caput Mortuum Violett. Die beiden Farben geben zusammen ein ganz wunderbares Bild ab und aus diesem Grund mache ich die kleine Plexiglasscheibe zwischendurch nicht sauber, sondern ich nehme einfach noch etwas von den beiden Farben auf, verteile das mit meinem Palettenmesser auf der Plexiglasscheibe und rakel dann nochmal eine Bahn. Auf meinem großen Rakelwerkzeug habe ich natürlich viel mehr Fläche, um Farbe auftragen zu können. Und das funktioniert natürlich mit dieser kleinen Plexiglasscheibe leider nicht. Und deshalb drehe ich, um die erste Farbschicht zu vollenden, meine Leinwand einmal um 180 Grad und trage dann wiederum die beiden Farben nach und nach auf, sodass ich eine erste Farbschicht aus Gold und Fuchsia über der schwarzen Hintergrundfarbe erhalte. Eine Farbe, die ich immer wieder gerne einsetze, ist das Titan Buff Hell. Das ist, wenn ihr so wollt, eine etwas altweiße, cremige Alternative zu dem doch etwas harten, kontrastreichen Titan Weiß. Und dieser Farbton, Titan Buff Hell, der verbindet sich mit allen Farben immer sehr harmonisch, vor allen Dingen dann, wenn ich die kleine Plexiglasscheibe zwischendurch nicht säubere, nochmal etwas von dem Titan Buff Hell auftrage und dann eine zweite und dritte Bahn damit rakel, sodass ich eine Verbindung habe zwischen dem Caput Mortuum Violett und dem Titan Buff Hell. Meine nächste Farbe ist das Azugelb Mittel, ein warmer, satter, gelber Farbton, der in dieser Umgebung eine völlig andere Farbwirkung entfalten wird, als er das in dem Rakelbild Karibik getan hat. Ich habe hier inzwischen eine Vielzahl an warmen Farbflächen. Und dieser wunderbare Gelbton unterstützt diese und lässt das Bild so richtig von innen heraus strahlen. Dadurch, dass ich die kleine Plexiglasscheibe und auch mein Malmesser jetzt nicht gesäubert habe, habe ich natürlich die Chance auf viele Farbschlieren, die das Bild nochmal so richtig schön lebendig wirken lassen. Inzwischen haben sich auch ein paar Inseln der Rakeltechnik gebildet. Und zwar sind das die Stellen, an denen ihr bis auf die schwarze Hintergrundbemalung durchblicken könnt. Und das wiederum ist der Grund, warum ich als unterste Farbschicht normalerweise immer eine Farbe wähle. Denn bei der Rakeltechnik weiß man nie, an welchen Stellen diese Inseln auftauchen, und dann finde ich es immer ein bisschen schade, wenn man dann bis auf die Leinwand durchgucken könnte.
Abstrakte Acrylbilder leben auch vom Kontrast und einen solchen Kontrast baue ich jetzt ein. Ich habe ja jetzt mehrere warme Farbflächen und da würde ein kalter Farbton diesem Bild sehr gut tun und deshalb greife ich zu dem pastelligen Farbton Persisch Rosa, der auch sehr deckend von der Farbe her ist und vor allen Dingen einen ganz leichten blauen Unterton hat. In dieser Farbumgebung nimmt er etwas von der warmen Farbe aus dem Bild und erzeugt damit die passende Spannung für dieses Bild. Meine Plexiglasscheibe gibt nicht nur Farbe an die Leinwand ab, sondern sie nimmt dann auch von den oberen Farbschichten Farbe auf. Und das mache ich mir jetzt zunutze, indem ich das nochmal mit dem Palettmesser aufnehme und neu auf der Plexiglasscheibe verteile, bevor ich dann das Bild beende. Jetzt schauen wir uns das Bild einmal in noch nicht getrockneten Zustand an und ich finde es auch wunderbar, wie diese Begrenzungslinien durch die Plexiglasscheibe auf die Leinwand übertragen worden sind. Und ich sehe hier die Farbschlieren, ich kann bis auf die Hintergrundfarbe durchgucken und dann und wann sehe ich auch noch einen metallicfarbenen Schimmer vom Anfang. Natürlich schauen wir uns das abstrakte Acrylbild im getrockneten Zustand auch nochmal aus der Nähe an und dabei fällt natürlich auf, dass getrocknete Acrylfarben etwas dunkler sind, als wenn sie noch im nassen Zustand sind. Schön finde ich, dass trotz der diversen Farbschichten die Struktur der Leinwand immer wieder durchscheint. Zum Abschluss zeige ich euch das fertige Bild, wie es an der Wand hängt und ein schönes Licht erhält, sodass die Acrylfarben richtig schön strahlen und man die Details auf diesem Bild nochmal ganz genau wahrnehmen kann. Ich danke dir recht herzlich fürs Zusehen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du mir und meinem Video ein Like gibst und wenn du meinen Kanal abonniert hast. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.